Das Jahr 2020 hat einige Neuerungen auf Lager bei Seat. Ganz neu der 2021er Seat Ateca FR. Und wir werden Ihnen heute mal den Seat Ateca FR zeigen. Er ist gerade vom LKW gefallen. Die Schutzfolien sind sogar noch drauf. Und daneben ist der Ateca Experience, der auf Offroad gemacht ist mit echtem Vierradantrieb, und den werden wir uns gleich mal in einem Extra-Video anschauen. Auch den werden wir nochmal begutachten. Hier ist Marc Zurl. Ich grüße dich, Marc. Hallo Sven, grüß dich, servus. Ja, auf den ersten Blick gar nicht auseinanderzuhalten. Das heißt FR und Experience, aber es sind ganz andere Gene. Auf der rechten Seite ein echter Allradantrieb, und das Ganze ist auch wirklich sehr sportlich und auf Offroad gemacht. Und hier auf der linken Seite haben wir einen Frontantrieb. Genau, hier haben wir einen Frontantriebler mit einem 150 PS Motor mit 7-Gang DSG-Getriebe, und wir sehen bei dem anderen her, dass der auf Offroad getrimmt ist, allein schon mit den Verbreiterungen, die sind dann nicht in Wagenfarbe lackiert, und hier sind wir, auch die Seitenschweller sind nicht in Wagenfarbe lackiert, und hier sehen wir jetzt ein Fahrzeug, wo alles in Wagenfarbe lackiert ist, und somit sind wir beim Ateca FR. Formula Racing ist die Abkürzung dafür. Ja, wir sprechen über 150 PS, die sich aber nicht mehr anfühlen wie 150 PS, denn das Drehmoment wird Jahr für Jahr gesteigert. Das Drehmoment wird gesteigert, der Anspruchverhalten vom Gas, vom Getriebe, wie schnell schaltet er, wie ist die Leistung abrufbar. Und wir können einfach nur sagen, wenn die Kunden aus dem Auto aussteigen, sagen sie, ist das sicher, hat er wirklich nur 150 PS? Und wir sagen nur, ja, das ist nur der 150 PS in Anführungszeichen. Ja, wir zeigen mal ganz kurz die Verbrauchswerte. Beim Cupra, da war es noch etwas höher, bei 300 PS, doppelte Leistung aus dem gleichen Motor, quasi gleicher Hubraum. Nee, gleicher Hubraum ist das nicht. Beim Cupra haben wir einen 2-Liter-Motor, hier haben wir lediglich einen 1,5 Liter TSI, und der hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von lediglich 5,6 Liter. 5,6 Liter. Kann man die erreichen? Ja, die sind zu erreichen. Wir haben auch hier wieder Kunden, die fahren denen unter den 5,6 Litern. Aber das sind dann schon ganz außergewöhnliche Sparfüchse, sage ich immer. Die haben dann wirklich immer Eco einstehen und so weiter und so fort, sodass wirklich das auch erreicht wird. So, ich zeige mal kurz das Design. Schlüssel hast du dabei. Wir werden mal kurz drum rumgehen. Das Fahrzeug kam heute Morgen. Ja, also diese Fahrzeuge kamen alle 3 heute Morgen. Auch der FR hier ist heute Morgen erst gekommen. Ich muss zu meiner Schande oder leider Gottes dazu sagen, dass wir ja wegen der Pandemie im Moment keine Schulungen, keine Vorabpremieren oder sowas haben. Das heißt, als der ankam, bin auch ich sofort aus dem Büro runtergerannt und habe gesagt, ich will ihn sehen, den neuen, weil wir bis dato wirklich außer Bilder gar nichts gesehen haben. So, die Front ist komplett neu, das haben wir schon gesehen. Wir haben ein Cupra-Video eben gedreht. Die Designsprache ist anders, das Licht ist anders vorne. Es sind ganz viele Neuerungen. Ja, wir haben also hier die Front komplett neu überarbeitet. Wir sehen komplett neue Grilldesigns. Wir sehen unten neue Frontspoiler-Designs, und die Lichtoptik ist auch anders. Wir haben hier die neuen LED-Scheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer drin. Auch eine Überarbeitung von unseren schon seit Jahren eingebauten Scheinwerfern, die auch schon wirklich top waren. Aber hier haben wir ein neueres und nochmal ein Tick schöneres Design. Wir haben auch jetzt unten drunter die Nebelscheinwerfer in LED-Technik, was bis dato auch nicht war, und haben bei dem FR jetzt erstmalig auch ein neues Felgendesign, dass man von diesem klassischen Felgendesign weggeht und die Felge etwas breiter und wuchtiger wirken lässt, dadurch, dass man quasi dieses Felgen aufgefüttert hat hier. 1,5 Liter, 150 PS, cool. Aus 2 Liter macht der Cupra 300 PS. Ist das nachteilig für die Laufleistung? Nein, gar nicht. Also wir haben mit dem Cupra-Motoren absolut, wenn man vernünftig damit umgeht, wenn er warm ist und erst dann auch scheucht, haben wir mit den Autos gar kein Problem. Und solange sie nicht noch leistungsgesteigert sind, wirklich gar nichts. Die sind zuverlässig und robust und halten. Und wir haben Cupras, die haben über 150.000 Kilometer, die laufen wirklich nur einwandfrei. Ja, du fährst im Rennsport. Die Karosserie ist unglaublich steif geworden. Man zeigt mal die Spaltmaße als Beispiel vorbildlich. Also vorbildlich sind die Spaltmaße bei uns, und hier dran erkennt man auch Qualität von Fahrzeugen. Desto größer die Spaltmaße sind, desto schlechter ist natürlich die Qualität, desto förmiger beim Verwinden ist die Fahrkarosserie, und daher müssen die Spaltmaße größer machen. Und ich sage immer, Qualität sehe ich anhand von Spaltmaßen, wie eng, wie klein und wie genau die sind.
So, wir haben hier hinten schon mal eine Folie abgezogen. Ihr könnt übrigens das komplette Folien abziehen, könnt ihr euch angucken beim Cupra ATK. Den haben wir komplett, nicht komplett, aber ziemlich neu ist der Schriftzug. Der ist jetzt geschwungen. Erinnert mich an einen Sportwagen aus dem Volkswagen-Konzern. Ja, also das war mit Sicherheit auch dann irgendwo mal nochmal ein Vorbild. Wir haben mit dem neuen Schriftzug angefangen beim Leon, waren da schon stolz drauf, diesen geschwungenen und wirklich geschriebenen, wie handgeschriebenen Schriftzug zu haben. Und jetzt führen wir das beim ATK fort. Übrigens, bei der Vierrad-Variante, hier haben wir Experience, Ausstattung, machen wir auch noch ein Video drüber. Da steht nur noch eine 4 und das wirkt natürlich extrem reduziert. Ja, das wirkt extrem reduziert, aber hier ist das Markante einfach Vierradantrieb. Aber wir haben uns am Anfang auch gefragt, wie gesagt, Schulung fehlt und dann kommt der Auto und dann haben die was vergessen zu kleben. Nein, das ist wirklich nur noch die 4, die dann aussagt Ford Drive, also Allradantrieb. Ja, weiß, eine Farbe, wo man noch vor 20 Jahren gesagt hat, die Lieferwagenfarbe, da fing es denn an, ja. Heute gar nicht mehr, sondern eine ganz, ganz edle Farbe. Weiße Autos verkaufst du ganz viele, mittlerweile echte Konkurrenz zu schwarz. Ja, absolut. Also ich musste jetzt gerade schmunzeln, als du sagst, vor 20 Jahren. Und ich kann mich da noch genau dran erinnern. Also vor 20 Jahren, da mussten wir schon im Verkauf Überzeugungsarbeit leisten, dass das weiße Auto nachher einen Werterhalt hat und der Kunde wirklich keine Probleme bei der Rückgabe bekommt. Und heute ist es Standard. Heute kommen die Kunden, wollen wirklich schwarz oder weiß. Und da gibt es diese Diskussionen von wegen... Mal hier die Reihe. Ja, gucken die Reihe. Ne? Da stehen 2 schwarze und direkt schon mal 4 weiße. Und wir haben heute mit dem Weißen, das sind meistens die Autos, wo als Gebrauchten als erst verkauft sind. Weil sie sind zwar pflegeaufwendiger, meinen die Kunden, wegen der Dreckigkeit, wenn man das sieht, aber Kratzer und so, die sind auf dem Schwarzen viel besser und viel eindeutiger zu sehen. Hier haben wir gerade beide das beste Beispiel. Die sind beide heute Morgen angekommen. Bei dem Schwarzen siehst du wirklich jeden Dreck und wenn du bei dem Weißen guckst, meinst du, der wäre gerade frisch gewaschen. Na? Und dann ist ganz klar, okay, das Weiße ist vielleicht gar nicht so pflegeaufwendig, wie die meisten Kunden meinen. Ja, FR Frontantrieb, der meistverkaufte mit Frontantrieb bei euch? Ja, das ist der meistverkaufte Motor, der 150 PS ACT mit 1,5 Liter. Und wir ziehen mal ganz kurz die Folie ab, da können wir das parallel, und du erzählst mal und? Und dann, nicht erschrecken, aber dann kommt tatsächlich schon der 300 PS Cupra. Echt? Ja, haben wir gerade eine aktuelle Studie. Und es waren über 30%, 35%, wo diesen 150 PS genommen haben. Und dann schon 32% der Rest. Da ist das Logo. So, das machst du jetzt nur, das macht normalerweise dein Team und das macht er mit Hunderten von Autos im Jahr. Ja. Also das können wir jetzt mal hier im Video machen. Die kommen so an, damit sie geschützt sind. Denn, ich sag mal, wichtig ist, dass die Fahrer, die sind angehalten, die sollen keine Papierchen essen, kein irgendwas machen. Das heißt, die Fahrzeuge sind so, ich sag mal, dass sie nicht beschädigt werden können von irgendjemand, der sie fährt. Im besten Fall. So sollte es im besten Fall sein. Die Fahrzeuge müssen natürlich per Anlieferung von uns kontrolliert werden. Das macht bei mir speziell die Karosserieabteilung, weil die ein ganz anderes Auge auf die Karosserieteile hat, wie, sage ich mal, normaler Mechatroniker oder sogar ein Kaufmann. Und dann gucken die nach, dass das Auto auch wirklich im perfekten Zustand ist. Dann nehmen wir das Fahrzeug auch erst an. So, wir ziehen mal die Folie ab hier vorne, die große. Ha! Da muss ich mal einen Anfang finden. Da hat er ihn. Das heißt, es gibt eigene Leute, die im Prinzip erstmal nur folieren. Ja, das weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber da gehe ich davon aus, dass das im Werk alles vollautomatisch funktioniert. Jetzt glänzt auch die Motorhaube. Cool. Ja, ich zeig mal gerade, wie viel Platz übrigens der Beifahrer hat. Das ist Wahnsinn. So, am besten nimmst du mal das unten raus, dass ich mich mal reinsetzen kann. Was ist da drin? Ich glaube, hier hat entweder der Monteur oder vielleicht der LKW-Fahrer was Lust auf was Süßes gehabt und hat einen Mauarm gegessen. Und so wie das aussieht, ist das kein Mauarm aus Deutschland. Zeig mal. Was ist denn das für eins? Also das kenne ich nicht, dieses Blocks. Ich habe selbst Kinder, aber das kenne ich Blocks jetzt gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Ja So. gut, sei es ihm vergönnt. Ja, ist ja nichts passiert. Das heißt, die kommen auf den LKW, werden dann abgelassen, landen dann in einem Zentrallager hier in der Nähe von Saarlouis. Also die kommen natürlich entweder per Zug, wir können sogar per Schiff kommen, aber die hier kommen in der Regel per Zug oder LKW. Wenn es direkt Fracht ist aus dem Werk, kommen sie direkt zu uns und ansonsten kommen sie an einen Zentralbahnhof und werden dort umgefrachtet dann. Ne? Das sind solche
Lager, wo dann die Autos stehen. Auch wir haben ja ein Lager vom Hersteller. Das heißt, nicht alle Autos, die ich verfügbar habe, stehen direkt hier bei mir schon. Es kann also sein, wenn der Kunde sagt, ich möchte den jetzt aber in Grau, dass wir in Grau ein Zentrallager stehen haben und dann rufen wir ihn dort ab. Die Sitze haben unglaublichen Seitenhalt, die neuen Alcantara hier in dem Fall. Ja, wir haben hier auch wieder Alcantara-Sitze und haben den Seitenhalt, wie man es bei uns gewohnt ist. Wir haben sehr sportliche Sitze, mal abgesehen davon, dass wir jetzt hier ja über den FR reden, was für Formula Racing steht und klar auf die sportliche Linie geführt ist. Ja, das ist auch ein Automatikfahrzeug. Immer mehr Menschen kaufen die 7-Gang DSG, das 7-Gang DSG Schaltgetriebe. Unglaublich, das Getriebe. Ist auch das meistverkaufte Getriebe, also hat mittlerweile den Schalter überholt bei uns. Ich glaube, demnächst in Deutschland die Schaltgetriebenen, gut, jetzt kommen Elektroautos, die haben ja eh kein Getriebe mehr. Das kommt mit hinzu, aber es kommt. Wir werden gleich mal reingehen, da gibt es noch jede Menge Folien, die wir abziehen können. Die Sitze, du bist zufrieden? Ja, mehr als zufrieden. Also das Design, die Verarbeitung, die Qualität und das Alcantara, ich finde das perfekt. Also ich habe immer lieber Alcantara als Vollleder. Das ist einmal im Winter nicht so kalt und im Sommer nicht so heiß wie das Vollleder. Und trotzdem ist es sehr, sehr pflegeleicht. So, hier sieht man, das Design ist sehr, sehr dezent und zurückhaltend. Ich habe nicht so ein schreiendes Design, nicht so hochglanz, sondern sehr sportlich. Genau, das hier ist jetzt alles sportlich mit matten Applikationen, wie das außen schon mit dem Grill und mit den Seitenschwellern gemacht wurde, ist auch im Innenraum das Ganze eher dann matt gehalten nochmal und nicht zu viel mit Chrom. Ja, ein Beats Soundsystem drin, Ja. Das darf nicht fehlen. Nein, Beats haben wir ja fast immer drin. Also gerade wenn wir Lagerfahrzeuge bestellen, bestellen wir grundsätzlich nie ohne Beats Audio. Ja, sonst stehen die hier rum und keiner will sie haben. Denn das Soundsystem hat etwas ganz Besonderes. In der Heckablage ist nämlich ein Notreserverad, ein vollwertiges Rad, also kein Pannenset. Und da drin liegt nämlich was ganz Besonderes. Da liegt der Subwoofer drin. Und das ist wohlweislich immer mit integriertem Notrad. Hat den Bewandtnis, dass der Sound einfach ganz anders ist, wie wenn ich das hier unten in eine leere, ich sag's mal, Blechdose lege. Okay, das heißt, die haben das Gehäuse quasi gleich mitgeliefert. Genau, die haben das Gehäuse, ist quasi das Ersatzrad und so habe ich einen perfekten Sound hier. Ah, die Füchse hier bei Seat. Ist aber wahrscheinlich bei Volkswagen ähnlich. Mit Sicherheit gleich, ja. Ja, genau. So, unten sieht man es. Ja, wir gucken uns gleich mal den Motor an. Hier vorne kann ich einfach umklappen. Zieh mal dran. Geht automatisch los. 230 Volt an Bord. Das ist mittlerweile immer öfter. Ja, haben wir auch Standard jetzt bei allen Varianten, sogar beim Leon schon. Ein kleiner Wechselrichter mit drin, aber das hat natürlich einen riesen Vorteil bis 150 Watt. Ich kann ein Notebook aufladen und Co. Muss mir nichts mehr groß machen und ich habe richtig Platz. Im Vierradgetriebenen nicht ganz so viel Platz, das werden wir uns gleich mal angucken, denn der Vierrad, der nimmt ein bisschen Platz weg, ist etwas höher quasi. Ist etwas höher durch den Allradantrieb und können wir gleich schon zeigen, da lasse ich den hier gerade auf. Genau. Bitte. Ateca 4, aber auch das Fahrzeug werden wir gleich mal komplett begutachten. Du bestellst die Fahrzeuge mittlerweile fast immer mit Anhängerkupplung. Ja, also die Anhängerkupplung ist jetzt nicht ein Muss, aber wenn sie verfügbar ist, bestellen wir die immer mit. Weil zu diesem Preissegment können wir die nicht nachrüsten und schon gar nicht elektrisch. Und das elektrische Die ist elektrisch. Die ist elektrisch, Sag kann mal. ich ja kurz vorführen. Wir haben hier den Warte Knopf mal, ganz kurz. Ja, okay. und den muss ich ziehen und dann klappt die, löst die quasi. Jetzt habe ich den Schlüssel mit, doch, geht. Da ist er. Und dann kann ich es nach oben klappen. Und genauso käme es auch raus, bleibt Mach mit mal. der Kamera drauf. Zack, da ist sie, Eine Sache von Sekunden. klappe ich hoch. Das Coole ist, die Dose ist dabei und hier haben wir eben noch gewitzelt, der Holland, die Hollandöse, die Belgienhöse. Ja, genau. Das ist eine Vorschrift, wenn man da Anhänger fährt, hauptsächlich ja die Wohnmobile, da muss das Abreißseil vom Anhänger quasi dort eingehangen sein mit einem Karabiner oder einer Schraube. Ja, kommen wir hier nochmal zurück. Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Fahrzeug extrem. Das heißt, man kriegt das Fahrzeug ab ungefähr 30.000 Euro. 30.000 Euro für ein SUV mit hohem Einstieg, mit der Technik als Variante FR schon? Ja, als Formula Racing schon. Echt? Ja. Und der kleine, ohne Formel Racing? Da liegen wir unter, also Mitte der Ab. 25 geht das. Ja, genau, okay. Cool, ja, ich habe hinten richtig viel Platz. Du bist nicht der Größte, aber auch nicht der Kleinste. Das heißt also, du bist 1,85 Meter. Nee. 1,78. Ja, 1,78. Mach mal bitte auf. Der Sitz. Ah, cool, guck mal, die kommen so an. Ja, also das sind die ganzen
quasi Abkürzungen für die Produktion. Ne? Ist es da so Memory oder was ist das? Also da hat jede dieser Kennungen hier ist eine Produktionsoption, ne? Also eine Ausstattungsvariante. Echt? Und wenn wir dann die Anhängerkupplung mitholen, das müsste etwas mit PG sein. Ich muss mal gerade gucken. Das Ding ist ja aufgerollt. Ich finde es jetzt nicht, aber... Nee, aus dem Stegreif finde ich es jetzt nicht, aber das sind dann Abkürzungen. Und mit den Abkürzungen bestellen wir quasi Auto. Für den Kunde ist das dann elektrische Anhängerkupplung und bei uns hat das ein Kürzel mit einem Buchstaben und 2 Zahlen. Und das, was schwarz ist, hat er irgendwie, oder nicht? Bitte? Das, was schwarz ist, schwarz umrandet? Egal. Das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Schon. Ne, aber hier sieht man wirklich, wie so Produktion abläuft. Ne? Wahnsinn, was da alles draufsteht an Daten. Und alles mit Kürzeln und trotzdem wissen sie, was sie machen müssen. Krass. Ja, interessant, dass da jedes Mal ein Auto bei rauskommt. Ja. Die können praktisch bei jedem Durchlauf ein anderes Auto bauen. Ja, also hier, wir produzieren, also was jetzt in Raglewitz genau vom Band läuft, weiß ich nicht. Das sind hier mehrere Modelle, die dort produziert werden, unter anderem halt auch die Skoda, weil es ja ein Skoda-Werk ist. Aber ich kann hier mal gerade von Barcelona, also von Martorell erzählen. Da hatte ich schon mehrere Werksbesichtigungen. Da laufen Autos vom Band, da ist ein Ibiza, dann kommt ein Q3 von Audi, dann kommt ein Leon. Dann kommt ein Arona, dann kommen wieder 2 Ibizas. Also das ist ganz unterschiedlich, obwohl das eine Produktionsstraße ist. Ne? Steig mal ein, gucken uns den mal an. Von innen. Also das habe ich ja schon mal gezeigt, das ist die Tür. Ich meine, wir reden hier von einem Auto. 30.000, echt? Ja, wie er jetzt hier steht mit Anhängerkupplung, mit allem drum und dran, wird er schon ein bisschen drüber liegen. Wie gesagt, ich habe noch keine Rechnung vom Fahrzeug, die sind heute Morgen erst gekommen. Der kann auch jetzt Richtung 35.000 bis 40.000 Euro liegen. Am besten mal konfigurieren lassen. Viele leasen die mittlerweile, selbst Privatleute leasen die, weil man ja in der heutigen Zeit gerne Autos nur eine gewisse Zeit fährt. Es ändert sich viel. Hier sieht man das voll digitale Cockpit. Das gibt es auch noch nicht so lange, oder? Wir verbauen das jetzt seit 4 Jahren, aber es war immer eine Option, die zwar erschwinglich war, aber viele Kunden dann gesagt haben, nee, brauche ich für das Geld nicht. Heute ist es ja überwiegend Standard in den Autos drin. So, das kann man programmieren per Software. Hat ja auch dieses Olle. Nee, wie war das? Du meinst jetzt das, was beim Leon gibt, dass man Olla sagt und dann kann man mit dem Auto reden. Das geht bei dem hier noch nicht. Zumindest mal ist es noch nicht freigeschaltet. Das kann natürlich sein, dass das Auto die Option schon hat. Wer es dann braucht. Warte mal, ich gehe mal gerade ein Stück zurück. Hier unten? Da unten? Ja, super. Ich habe meine linke Hand. Das war's. Schön. Also, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Hier vorne habe ich den Luftauslass. Das Ganze hat so ganz leichte Silberapplikationen. FR auch mit Silber unterlegt. Ja, FR mit Silber unterlegt, aber hier sieht man auch, der Schriftzug ist ja dann wieder matt gehalten. Und das hier ist kein Chrom, sondern eher so silber lackiert. Ne? Egal wo. Silbermatt. Silbermatt lackiert dann, ja, genau. So, jetzt gibt es eine Besonderheit. Hier vorne ist ein blauer Aufkleber drauf, haben wir letztes Mal schon. Der hat eine besondere Bewandtnis, denn darunter ist praktisch die Notzerstörungstaste. Genau, wir haben also hier keine Notzerstörungstaste, sondern viele Kunden sind gewöhnt, die klappen den Schlüssel auf und steigen ins Auto ein und wollen das Zündschloss reinstecken. Da diese Fahrzeuge aber kein Zündschloss mehr haben, verkratzen die uns dann quasi hier die Verkleidung. Und da ist eine Anweisung von mir, dass dieses in allen Autos drin bleibt, bis sie wirklich verkauft sind, sodass wir hier wirklich die Beschädigungen vermeiden können. Mach mir mal einen Gefallen, mach mal bitte zu. Alle Türen und dann machen wir mal die Klimaanlage an. Ich will nämlich mal gerade was gucken. Wir haben nämlich draußen jetzt zurzeit 34 Grad. Bin mal sehr gespannt. Low. So, der war noch nie an so richtig. Das heißt, das Nutzerprofil wird geladen. Meine Kamera hat nämlich gesagt, sie wird zu heiß. Es sind draußen heute 34 Grad und das Mitte September. Das ist schon außergewöhnlich. Ja, hast du gerade gesehen, hier hat er gerade angezeigt, dass er noch im Transportmodi quasi ist. Er kann maximal 2500 Umdrehungen erreichen momentan. Also wenn ich jetzt Gas gebe, geht er nicht über 2500 Umdrehungen. Ich stehe jetzt voll aus dem Gas, aber mehr geht nicht. Das heißt, hier ist wirklich sichergestellt, dass die Kunden ein Auto bekommen, das vom LKW auch vernünftig runtergefahren wurde, vernünftig draufgefahren wurde und nicht irgendwo großartig damit rumgefahren wurde. Ja, was direkt mal auffällt, ist das neue Lenkrad. Ja, also das ist das neue Lenkrad, das neue Design. Ich mache mal gerade etwas leiser, einen kleinen Moment. Da ist übrigens auch noch eine Folie drauf auf dem Radio.
Genau. Jetzt ist leiser. Jetzt ist leiser und hier kann man die Folie abziehen. Boah, wie geil. Ja, und alles dann schon mit Glas. Das ist kein Kunststoff mehr, das ist schon Glas. Ne? Ja, das Ganze, ich habe auch verschiedene Funktionen an der Seite, die ich direkt auslösen kann. So Shortcuts quasi. Ja, und wir haben hier unten, ich weiß jetzt noch nicht, ob es geht, mal gucken wir, mal drücken wir drauf. Ja, er kann mir also 3 Sachen gleichzeitig anzeigen. Hier wird er jetzt links zum Beispiel, guck mal, sogar unser Autohaus zeigt er hier an. Quasi das Navi anzeigen. In der Mitte hätten wir momentan das Radio und rechts hätten wir das Telefon, das ja logischerweise noch nicht verbunden ist. Und wir haben jetzt hier im Schattenbereich, wo wir stehen, tatsächlich die 30 Grad. 30 Grad im Moment, weil meine Kamera, die hat sich gerade beschwert im Display. Sie wird heiß. Deswegen machen wir mal ein bisschen kälter. Mach ruhig noch ein bisschen kälter. Noch ein bisschen kälter. Ja, mach noch. Wir haben hier das neue Design von den Lenkrädern, wie du eben schon angesprochen hast. Die Lenkräder sind etwas schüsseliger gehalten, also etwas mehr betonte Form und haben einen ganz neuen Airbag, der hier rausgestellt ist. Also die alten waren dann ganz flach und hier wurde der Airbag rausgestellt. Für mich ist das ganz schick gemacht und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der Cupra daneben dran hatte dann noch den Carbon-Lock noch mit drin. Genau, der hat noch das Carbon-Look und hat natürlich die Schaltwippen. Der hier hat auch Schaltwippen, aber die Schaltwippen beim Cupra sind dann noch immer größer und unterlegt, sodass das noch immer mehr auf Sportlichkeit getrimmt ist. FR, der hat jetzt auch einen Auspuff mit Klappe, oder nicht? Nee, der hat keinen Klappenauspuff, also das behalten wir einzig und allein der Cupra-Variante vor. Hier haben wir aber auch eine DNA-Verstellung, auf die du gerade hier zeigst. Und die DNA-Verstellung ist halt hier nicht dann normal und Sport und Cupra, sondern hier haben wir Eco. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Die Spritverbrauch noch unter den angegebenen Werten zu fahren geht, über diese Taste Eco tatsächlich. Dann haben wir den normalen Straßengang, dann haben wir Sport und haben noch individuell. Mach mal, dann ist nämlich, glaube ich, hier in der Mitte, verstellt sich was. Ja. Hier zeigt er dann den Eco an, hier den Normal, hier den Sport und hier den individuellen. Schön. Wenn wir hier im Allradbereich wären, sprich der Experience, oder wenn wir den FR als Allrad bestellen, dann können wir auch dort noch ins Schneemodus und einen Offroad-Modus wählen. So, das volldigitale Display kann man auch einstellen. Jetzt sind die ja hier im Auslieferungsmodus, aber man kann es umschalten. Ja, hier kann ich jetzt in der Mitte momentan gerade das Navigationsgerät einschalten. Ich versuche jetzt mal über View das ganz groß zu machen. Ja, funktioniert. Hier sehen wir jetzt das große Navigationsgerät. Ja. Okay, verstanden. Ja, rundum ein gelungenes Auto mit viel Sicherheitsreserven. Es hat beste Punkte im Crashtest. Ja, also wir haben im gesamten Portfolio nur Fahrzeuge mit 5 Sterne NCAP Crash-Test, also immer die höchste Variante. Und wir haben ganz neue, das möchte ich noch betonen, viele Kunden haben uns über Jahre gefragt und haben immer gesagt, warum habt ihr das nicht? Ich habe immer gesagt, ja, wir sind ein spanischer Hersteller, Spanien kennt noch nicht mal richtig Schnee, aber wir haben jetzt sogar eine Lenkradheizung. Guck mal. Oh, wahrscheinlich, weil er in Dings gebaut wird, in Tschechien. In Tschechien, nee, aber wir haben es auch bei den Autos, die in Martorell gebaut werden. Und wir sind jetzt echt froh drum, weil die Kunden haben es immer wieder nachgefragt. Und ob du mir glaubst oder nicht, aber es war ein K.O.-Kriterium, warum man sich dann unter Umständen sogar für eine andere Marke entschieden hatte. Die Lenkradheizung. Das ist kein Quatsch. Was sind denn das für Mimimi? Ja, aber die gibt es leider Gottes. Okay. Nee, ist ja auch eine feine Sache, muss man sagen. Hier haben wir die 360-Grad-Kamera. Wie geil. Ich gerade mal eingeschaltet. Hier siehst du jetzt das Auto, wo steht, in der 360-Grad-Variante. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Bordstein parke und der wäre rechts und ich würde den nicht sehen, dann drücke ich mir rechts die Bordsteinkante und dann holt er mir die Bordsteinkante und jetzt sehe ich sogar, wo ich das Rad einlenke. Siehst du? Hier sieht man schön, wo man das Rad einlenkt und wo man dann den Bordstein berühren würde. Das ist ja crazy. Das ist absolut klasse. Der hier hat jetzt leider keine Anhängerkupplung, der andere hatte die Anhängerkupplung, dann könnte ich mir hier die Anhängerkupplung anzeigen lassen und könnte mir den Kugelkopf anzeigen lassen, damit ich wirklich sehe, wo ich unter dem Kugelkopfmaul bin und könnte mir den Anhänger anzeigen lassen, wenn ich den rückwärts drücke. Wenn du mal so lieb bist, nochmal von oben da drauf guckst auf das Auto. Ist das nicht krass? Das ist krass. Dass das geht? Und vor allen Dingen viele Kunden sagen, wenn ich jetzt vorwärts irgendwo an der Hecke oder an der Mauer fahre, dann hole ich mir nur die Front. Und jetzt bin ich vorne und jetzt sehe ich wirklich vorne, wo ich hinfahre. Also wer da noch gegen einen Poller fährt, hat nicht hingeguckt, oder? Im Prinzip ja. Für uns als Händler natürlich manchmal nicht so gut. Wir leben ja auch von der Werkstatt. Aber mit dem Auto lassen sich natürlich Einparkspuren wirklich, wenn man da ein bisschen aufpasst, absolut vermeiden. Krass. Schön. Ja, gefällt mir gut das Auto. Jetzt sieht man auch das Navi mal über die komplette Breite. Achso, unten ist immer noch das Tacho. Ja. Unten ist immer noch der Tacho. Ich mache jetzt mal einfach weg. Hier sehen wir jetzt noch andere VW-Händler. Er zeigt natürlich die Konzernmarken an. Ich zeige es mal nochmal. Hier sind wir.
Und da war hier rechts noch gerade mein Kollege vom Autohaus Wirtz, die Jungs, mit VW wird angezeigt. Und hier kann ich mir jetzt die Karteneinstellung größer holen. Unten sehen wir die Geschwindigkeitsanzeige. Links neben dran, wo P ist der Gang. Ich mache mal jetzt einfach D rein. Jetzt hätte er E1, weil wir im Eco-Modus sind. Schalte ich jetzt um auf Normal, dann macht er D1 rein. So, genauso der Abstandssensor hat der hier jetzt nicht. Der Abstandssensor, der würde hier unten dann angezeigt werden. Also alle fahrrelevanten Sachen würde mir hier noch trotzdem anzeigen. Boah. Sag mal, wenn du jetzt die Fahrzeuge berätst, ja, die meisten Kunden sind schon ein bisschen vorinformiert, die zu dir kommen und sagen, ich hätte gern den und den. Also zum Glück, dank deiner Videos, Sven, sind viele Kunden vorinformiert. Wir kommen rein, sie sagen, wir hätten gerne einen Ateca und dann sagen wir, wir würden ihnen das Auto mal gerne zeigen. Und sagen die, Mensch, ich kenne alles von dem Auto aus den Videos, viele Details. Und da geht es wirklich dann nur noch um die individuelle, genau, einmal live sehen und die individuelle Konfiguration des Wunschfahrzeugs. Das ist wirklich so. Und das heißt, die Leute kommen rein und sagen, ich habe das Video schon ein paar Mal geguckt. Genau. Wir haben also mehrere Kunden, die die Videos öfters gucken wie wir selbst und sagen dann genau hier, das Auto möchte ich haben. Und das ist sensationell und wirklich nicht nur, dass uns Arbeit erleichtert, die Kunden wissen, was sie kaufen. Ja, besser wie jedes Prospekt und besser wie jedes, keine Ahnung, Merkmal, das wir nennen, dass das Highlight des Autos ist, weil wir wirklich auf alle Details eingehen. Nachteil ist allerdings, du hast ja viel Kontakt zu anderen Händlern, die kommen leider auch mit deinen Videos zu anderen Händlern, ja, und nicht immer nur zu dir. Natürlich, das ist auch gar nicht schlimm. Wir haben also auch Kunden, die dann von weiter her anfragen und sagen, können wir das Auto bei euch kaufen? Und dann sagen wir, warum kaufst du nicht beim Händler vor Ort? Also wir möchten keine Preisschlachten, das ist gar nicht unser Ziel, sondern wir möchten auf die individuelle Kundenbedürfnisse eingehen, denen die Autos zeigen und dann sagen, wenn du hier oder vor Ort bist, dann komm doch bei uns vorbei. Du bist ein junger Kerl, deine Motivation, Seat-Fahrzeuge zu verkaufen, du machst das aber schon ewig. Das heißt, wenn man jetzt hört, wie lange du schon Seat verkaufst, wirklich unglaublich lang. Ich bin jetzt 20 Jahre bei Seat schon tätig, oder mit Seat tätig. Hast viel erlebt. Ich sag nur, der Seat Arosa, kennst du den noch? Der Arosa, also den durfte ich nicht mehr verkaufen, das ist sogar schon ein Ticken länger her, aber der Arosa das selbst, war der Lupo, gell? Das war der Lupo, Ableger vom Lupo, aber wir hatten den wirklich noch ganz anfänglich in der Werkstatt. Ich meine, wir konnten sogar, oder mein Chef damals konnte den sogar noch bestellen, doch. Ja. Das ist so, schon lange her. Ist so der letzte, der mir einfällt, aber das hat ja mit dem Arosa nichts mehr zu tun. Aber wenn ich mal sagen kann, als ich bei Seat kam, hatten wir wirklich noch Autos, die hatten kein Radio drin. Wir mussten das Radio separat einbauen mit DIN-Schacht, mit allem drum und dran. Es ist heute gar nicht vorstellbar. Wenn ich heute meinen Lehrling, der gerade vorbeigelaufen ist, wenn ich dem sage, guck mal nach dem DIN-Schacht vom Radio, da sagt er, was ist das? Ne? Der Stift. Der Stift, der Lehrling. Und quasi heute ist ja alles, da muss das Touch sein. Also ich wurde die Woche von einer Kundin angesprochen, die hat jetzt ein Auto gekauft, da hat die Tochter sagte, hat das Auto denn auch schon alles in Touch? Und da habe ich gesagt, okay, wie alt bist du? Und dann sagte sie, ich bin 15. Da habe ich gesagt, okay, da weiß ich schon, was die nächsten Jahre auf mich zukommt. Also hier legt man keinen Wert mehr auf ABS, Klimaanlage oder ESP, sondern hier muss alles Touch sein. So, ich habe gerade eben so rumgewackelt, weil das ist genau, warte mal, jetzt kann ich es zeigen. Hier ist USB-C drin, genau. Zweimal. Ich habe auch eine drahtlose Lademöglichkeit, QI. Genau, die Ladeschale hier und bessere Empfang vom Handy dann natürlich auch. Cool. So, jetzt gehe ich mal gerade hier runter. Armlehne. Armlehne ist verschiebbar in der Länge und natürlich in der Höhe verstellbar. Das heißt, ich kann mir die ganz individuell per Klickmechanismus einstellen, sodass ich am bequemsten sitze und habe dann unten drunter auch noch eine Ablagemöglichkeit. So, Airbags ohne Ende, sogar Knie-Airbags. Jawohl, also auch Knie-Airbag hat das Fahrzeug und in dem Segment braucht man das auch für die 5 Sterne NCAP. Hier vorne steht auch Airbag. Das ist zum Abschalten, wenn man ein Kind quasi im vorderen Bereich auf dem Beifahrersitz mitnehmen möchte. Isofix vorne hat er? Der hat die Isofix, aber nicht hier vorne. Moment, ich gucke mal selbst noch nach. Ne, hier vorne hat er keine Isofix. Wir empfehlen es auch nicht, das Kind im vorderen Bereich mitzuholen. Hinten haben wir Isofix und da ist das Kind wesentlich sicherer und besser aufgehoben. Zweimal Isofix hinten? Zweimal, jawohl. Breiter geht eh nicht, glaube ich. Nee, breiter geht nicht. So, ich gucke mal zurück. Das gibt es nur beim Alhambra. Dort geht 3-mal. Kann man den schwarz folieren hinten auf Wunsch? Kann man es nachrüsten? Die Seitenscheiben? Ja. Also unsere Seitenscheiben sind dunkel abgetönt, was von außen wesentlich dunkler wirkt wie von innen, wenn man innen rausguckt. Das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Da arbeitet man ja mit einer Beschichtung, nicht mehr mit einer Folie. Und wir können natürlich das Ding hinten komplett dunkel machen. Also ganz nach Kundenwunsch gar kein Problem. Der fährt schnell. Der fährt wahrscheinlich über 200, wenn man will.
Ja, das ist natürlich möglich mit dem Auto, mit dem Motor. Genau, wenn du gerade obwohl er in umschaltest. Anführungszeichen nur 150 PS hat. So, hat 150 PS. Wenn du mal nochmal am Tacho schaltest, geht das? Auf Tacho? Ja, jetzt muss ich gerade gucken. Hier haben wir jetzt einen rechteckigen Tacho. Guck mal Und da. ich kann ihn natürlich auch umschalten auf runden Tacho, wie man es Hast gesehen, der fährt sogar 260. Ja, das ist ja. Da kann ich mich an meine Kindheit erinnern. Man hat immer auf den Tacho Reingeguckt. geguckt und hat dann gesagt, oh, der da fährt 260. Ja, der Tacho geht bis 260. Der hier fährt leider keine 260. Aber fast. Ja, So, 220 wird er schon schaffen. sehr schön. Zeig nochmal kurz die Verbrauchswerte, dass wir die. Die haben wir Die sind aus. Ich will gar nicht mehr rausgehen, es ist so warm draußen. Zu warm draußen. Hier vorne ist es ja 5,6 Oder weil das Auto so geil ist. 5,6 Liter verbrauchter kombiniert, Super E5 ist der Ateca FR 1,5 TSI ACT, 150 PS, 7-Gang DSG, Modelljahr 2021 haben wir hier, richtig? Genau, das ist das Wichtige jetzt, 2021er. Also es gibt nichts Aktuelleres und es haben auch noch leider Gottes nicht alle Händler, glaube ich, so ein Fahrzeug da stehen. Schneller ging nicht, heute Morgen geliefert, heute Nachmittag Video gedreht. So komm, wir gehen raus, machen wir Abmoderation, dann erzählen wir den Leuten noch, wo man dieses tolle Auto kaufen soll. Ja. Denn ich gucke mal auf die Uhr, du willst eigentlich schon nach Hause, es ist 5 nach 6, aber wir haben noch ein Auto vor uns. Da ist der Seat Ateca FR, Modelljahr 2021. Hier steht er und wenn man ihn kaufen möchte, du bist einer der größten Cupra-Partner, verkaufst aber auch Atecas ohne Ende und das Ganze nach ganz Deutschland. Die Videos machen es möglich. Wie ist der Name? Mein Name ist Marc Zyrol, das Auto heißt auch Marc Zyrol GmbH. Wir sind einmal in der Fasanenallee 48 in 66740 Saarlouis und das zweite Mal in der Karl-Friedrich-Gauss-Straße 2 in 66793 Saarwellingen. Und wir verkaufen beide Marken, sowohl Cupra als auch Seat. Genau, und das ist im Saarland und Saarland ist in Deutschland und nicht in Frankreich, wie viele glauben. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So ist es. Ja, vielen Dank, Marc, und viel Spaß beim Kaufen. Schlagen Sie zu. Ich danke dir, Sven. Tschüss. Mach's gut. Ciao.